Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du Arme und Beine für einen Drachen-Amigurumi häkeln kannst. Und nur damit du dich nicht wunderst, um mich herum singen die Vögel, das sind keine Fake-Naturgeräusche, nein, pünktlich zum 4. Teil unserer Anleitungsserie ist es tatsächlich Sommer geworden. Das hindert uns aber natürlich nicht daran, flugs loszulegen. Und zwar häkelst du an dieser Stelle, also ungefähr über der Seite des Schwanzes und so 5 Reihen vom Kopf entfernt, den Arm an, indem du 5 Festmaschen direkt an den Körper häkelst. Dazu einmal neu anmaschen, mit einer Luftmasche fixieren. Und dann gehst du um die festen Maschen des Körpers herum, also stichst die Nadel vor der festen Masche ein, holst sie hinter der festen Masche wieder raus und machst dann deine feste Masche fertig. Hier kommt das Ganze nochmal etwas größer, um die feste Masche des Körpers herum, Faden durchholen, feste Masche, fertig häkeln. Und das machst du insgesamt 5 Mal in diese Richtung. Du siehst, das ist also etwas friemelig, hier die erste Reihe gut hinzukriegen, vor allen Dingen vor der Kamera. 5 feste Maschen häkelst du auf diese Weise. Dann wendest du dein Amigurumi um 180 Grad und häkelst einfach in dieselben Maschen zurück. Also du stichst vor haargenau derselben festen Masche ein, hinter der du aufgehört hast, und kommst dann hinter dieser Masche wieder raus, machst deine feste Masche und dann gehst du zu der festen Masche, um die du auch schon auf der Hinreihe gehäkelt hast. Und so geht es weiter durch die 5 gleichen Maschen zurück mit 5 festen Maschen, sodass du ein ganz, ganz, ganz flaches Oval am Ende hast. So sollte das Ganze dann aussehen. Ich ziehe jetzt nochmal hier diesen Anfangsfaden so ein bisschen zur Seite, damit er mich nicht so stört. Das kannst du jetzt machen oder später, ganz wie es dir gefällt. In der nächsten Runde kommt es dann darauf an, dass du die richtige erste Masche findest, also nicht die Luftmasche, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern die erste richtige feste Masche, um dann mit einfachen Runden weiterzumachen, also 10 feste Maschen in dieser zweiten Runde des ersten Armes. Im Prinzip also auch wieder 5 feste Maschen auf der Unterseite, dann um 180 Grad wenden und 5 feste Maschen bis zum runden Ende. Und das machst du dann insgesamt noch 5 Mal, also noch 5 weitere einfache Runden mit jeweils 10 festen Maschen häkeln. In der nächsten Runde, insgesamt Runde 8, häkelst du oben in der Mitte 3 Verdoppelungen und ansonsten nur feste Maschen. Ich habe jetzt hier die ersten festen Maschen schon gemacht, da du ja schon weißt, wie die gehen. Ich zeige dir jetzt also nur noch die Oberseite, also um eine genaue Maschenzahl zu nennen. Bei mir sind es 6 feste Maschen, mit denen ich anfange. In der 7. kommt dann meine erste Verdoppelung. Ja, du kannst aber auch per Auge nochmal prüfen, ob dir die Position so gefällt. Es sollte eben oben mittig sein. Dann kommt bei mir in die 8. Masche noch eine Verdoppelung. In die 9. Masche noch eine Verdoppelung. Und dann schließe ich die Runde mit einer einfachen festen Masche ab und habe 13 feste Maschen insgesamt in meiner Runde. In der nächsten Runde arbeiten wir jeweils in die erste Masche der Verdoppelung der Vorrunde eine Popcornmasche. Abgesehen davon häkeln wir auch wieder nur feste Maschen, also wir beginnen die Runde mit festen Maschen und dann jeweils in die erste Masche der Verdoppelung der Vorrunde kommt eine Popcornmasche. Das heißt, bei mir sind es auch wieder 6 feste Maschen am Anfang und in die 7. Masche häkel ich dann meine Popcornmasche.
Und dazu häkel ich 3 halbe Stäbchen in die 7. Masche der Vorrunde. Halbe Stäbchen Nummer 1. In die gleiche Masche noch ein halbes Stäbchen. Und wieder in die gleiche Masche noch ein 3. halbes Stäbchen. Dann ziehe ich meine Schlaufe ganz lang, hole die Nadel raus, zähle 3 Maschen zurück, führe die Nadel wieder in die 3. Masche ein, also die erste von der Popcornmasche, hole dann die Schlaufe zurück auf die Nadel und durch diese erste Masche durch. Fertig ist die Popcornmasche. In die 2. Masche der Verdoppelung kommt dann eine ganz normale feste Masche. Und dann sind wir auch schon bei der 2. Popcornmasche, die ich dir hier etwas schneller und kleiner zeige, also auch wieder 3 halbe Stäbchen in die folgende Masche. Dann die Nadel rausziehen, in die erste Masche der Popcornmasche, also 3 zurückziehen und wieder einstechen. Dann die Schlaufe wieder auf die Nadel holen und durch die erste Masche der Popcornmasche durchziehen. Dann eine feste Masche in die nächste Masche, also die 2. Masche der Verdoppelung der Vorrunde. Und dann kommt die 3. Popcornmasche, auch wieder 3 Stäbchen, 3 halbe Stäbchen, häkeln, dann wieder 3 Maschen zurückgehen, Schlaufe durchziehen und in die 2. Masche kommt dann wieder eine feste Masche und dann kommt noch eine feste Masche bis zum runden Ende. Nach dieser Runde solltest du den Arm deines Drachen mit Füllwatte ausstopfen. In der nächsten Runde häkelst du 5 mal 2 Maschen zusammen. Ich mache das gerne mit folgender Technik. Nadel in die vordere Schlaufe der ersten Masche und in die vordere Schlaufe der zweiten Masche einstechen. Dann den Faden durch diese beiden vorderen Schlaufen durchholen und den Faden durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast, durchholen. Das ist die Technik des unsichtbaren Abnehmens und das Ganze wiederholst du jetzt noch 4 Mal, um den Fuß abzuschließen. Du magst dich jetzt vielleicht gewundert haben, warum wir das nur 5 Mal machen. Wir müssen doch eigentlich 13 Maschen in dieser Runde haben. Ja, haben wir auch. Aber durch die Popcornmaschen verstecken sich 3 Maschen. Ziemlich weit unten. Da kann man auf die Suche gehen und die rausfriemeln, aber man kann sich das auch leicht machen, so wie wir hier. Und einfach über diese Maschen hinweg arbeiten und dann eben einfach nur mit den offensichtlich vorhandenen oberen Maschen arbeiten. Und so kommen wir dann auf unsere 5 unsichtbaren Abnahmen, um den Arm zu schließen. Dann kannst du den Faden vernähen. Meine Lieblingstechnik dazu ist, dass ich in die ersten vorderen Maschenschlaufen reingehe mit meinem Faden, bis auf eine. Also in diesem Falle in die ersten 4 vorderen Maschenschlaufen ziehe ich den Faden ein. Dann ziehe ich das Ganze ordentlich fest. Dadurch zieht sich das schon zusammen, das kleine Loch, das da in der Mitte entstanden ist. Dann gehe ich in die letzte vordere Maschenschlaufe und mache einen Knoten. Und dann verstecke ich den Faden einfach irgendwo mitten in meinem Amigurumi und dann kann er abgeschnitten werden. Und jetzt häkeln wir in ganz ähnlicher Weise das Bein unseres Drachen. Dazu gehen wir von der Außenseite des Arms so etwa 9 Reihen runter, maschen dann unseren Faden neu an, indem wir ihn einmal durchholen oder um die feste Masche des Körpers herumziehen und mit einer Luftmasche fixieren. Und dann häkeln wir zur Seite 3 feste Maschen, genau wie wir es beim Arm gemacht haben, also immer um die festen Maschen des Körpers herum arbeiten. 3 feste Maschen auf diese Weise in diese Richtung. Und jetzt weichen wir von der Technik beim Arm ab und wenden unsere
Häkelfigur nur um 90 Grad und häkeln jetzt wieder 3 feste Maschen nach oben. Das ist also ganz ähnlich wie beim Hals. Wenn du den ganzen Drachen mit mir gehäkelt hast in dieser Serie, dann hast du das Ganze also schon mal gemacht. 3 feste Maschen in diese Richtung. Dann wendest du das Ganze um 90 Grad. Dann kommen auch wieder 3 feste Maschen. Jetzt Richtung hinten, also Richtung Drachenschwanz. Dann wendest du das Ganze nochmal um 90 Grad. Und häkelst auch wieder 3 feste Maschen zurück bis zu der Masche, mit der du angefangen hast. Und Achtung, du häkelst jetzt nicht zu der Luftmasche, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern zu der ersten richtigen festen Masche zurück, sodass sich dein Kreis oder kleines Quadrat hier schließt und du eine erste Runde mit 12 festen Maschen hast. Dann häkelst du eine Runde mit 12 festen Maschen und genau wie beim Arm musst du jetzt darauf achten, dass du die erste Masche wiederfindest und nicht die Luftmasche der Fixierung quasi nimmst, sondern hier schön in die richtige erste feste Masche arbeiten und dann insgesamt 12 Maschen in dieser Runde arbeiten und dann noch 4 weitere Runden mit einfach 12 festen Maschen. In der nächsten Runde, insgesamt ist es die 6., häkelst du dann ganz ähnlich wie beim Arm 4 Verdoppelungen, also Achtung, nur so ähnlich wie beim Arm, nicht genauso, beim Arm waren es ja 3 Verdoppelungen, hier kommen 4 Verdoppelungen in die oberen 4 festen Maschen, das heißt du beginnst mit 6 festen Maschen, 5 oder 6, je nachdem, welche Position dir besser gefällt, aber die 4 Maschen oben sollten halt ungefähr mittig sitzen. Also ich mache hier 6 feste Maschen und dann beginne ich mit meinen 4 Verdoppelungen. Und nach der letzten Verdoppelung kommen dann noch 2 feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du insgesamt auf 14 Maschen in dieser Runde kommst. Wieder so ähnlich wie beim Arm arbeitest du jetzt 4 Popcorn-Maschen jeweils in die erste Masche deiner Verdoppelung aus der Vorrunde. Beginnst also auch wieder mit 6 festen Maschen, 5 oder 6 festen Maschen, je nachdem wie viele du in der Vorrunde gemacht hast. Und anders als beim Arm machst du jetzt 4 halbe Stäbchen in jede Popcornmasche. Also beim Arm hatten wir jede Popcornmasche aus 3 halben Stäbchen gemacht. Und hier nehmen wir jetzt 4 halbe Stäbchen. Achtung, ich bin bei meiner ersten Verdoppelung angelangt. Ja, noch nicht ganz. Jetzt aber erstes halbe Stäbchen in die erste Masche der Verdoppelung der Vorrunde. Dann kommt ein zweites halbes Stäbchen, drittes und viertes. Nadel rausziehen, dann natürlich 4 Maschen zurückzählen, dann die Schlaufe wieder auf die Nadel nehmen und durch diese erste Masche der Popcornmasche durchziehen. Dann kommt eine feste Masche und dann kommt auch schon die nächste Popcornmasche, auch wieder mit 4 halben Stäbchen. Dann wieder 4 Maschen zurückzählen, Schlaufe durchholen. Fertig bist du mit der zweiten Popcornmasche. Und dann kommt auch wieder eine feste Masche und das Ganze machst du jetzt noch 2 weitere Male und am Ende häkelst du dann noch 2 feste Maschen bis zum runden Ende.
Nach dieser Runde stopfst du auch das Bein deines Drachen mit Füllwatte aus. In der nächsten Runde häkelst du dann 6 mal 2 feste Maschen zusammen, also arbeitest 6 Abnahmen. Ich mache das auch wieder mit der unsichtbaren Abnahmetechnik. Natürlich kannst du aber auch jede andere Abnahmetechnik nutzen, die dir eben am besten gefällt. Hauptsache, es schließt sich am Ende der Fuß. Und dann musst du nur noch den Faden vernähen bzw. den Fuß zunähen, wie du es auch mit der Hand gemacht hast. Und dann natürlich den zweiten Arm und das zweite Bein jeweils genauso arbeiten wie das erste. Und wenn du das hast, dann bist du mit deinem Amigurumi-Drachen schon so gut wie fertig, denn der nächste ist schon der letzte Teil dieser Serie und in dem machen wir nur noch den Kamm des Drachens, also eine Zierleiste vom Kopf bis zur Schwanzspitze. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und natürlich darauf, dass wir uns für den 5. und letzten Teil dieser Serie hier wiedersehen.